Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Das stählerne Biest ist gefallen. Nur wenige Monate nach seiner vielversprechenden Markteinführung ist Teslas futuristischer Cybertruck auf eine harte Probe gestellt worden. Die Produktion wurde gestoppt und jeder einzelne Cybertruck wird zurückgerufen. War dies der Untergang, den Elon nicht kommen sah? Oder der Preis für zu große und zu schnelle Träume? Was geschah hinter den Kulissen von Teslas kühnstem Projekt, von viralen Testfahrten bis hin zur völligen Abschaltung? Und vor allem, was bedeutet das für die Zukunft von Tesla? Tauchen wir ein in das Chaos. Was hat den vollständigen Rückruf ausgelöst? Bei Teslas meistgepriesenem Fahrzeug ist etwas furchtbar schiefgelaufen. Das Fahrzeug, das die Zukunft der Elektro-Lkw darstellen sollte, ist gerade gegen eine Mauer geprallt. Und es handelt sich nicht nur um eine Panne, es handelt sich um eine ausgewachsene Sicherheitskrise. Der Cybertruck-Rückruf ist kein typisches "bringt es rein, wir flicken es zusammen" Szenario. Nein. Dieses Mal trifft das Problem das Herzstück eines jeden Fahrzeugs, das Gaspedal. Die Besitzer bemerkten etwas Erschreckendes. Sie traten kräftig aufs Gas. Und das Pedal bleibt stecken. Die Folge? Der LKW wird nicht langsamer. Er fährt einfach weiter, als hätte er einen eigenen Willen. Einige Fahrer sagten, es fühle sich an, als ob der Cybertruck sich selbst fahren würde. Und nein, sie waren nicht dramatisch. Die einzige Möglichkeit, ihn zu stoppen, besteht darin, die Bremsen zu betätigen oder das Fahrzeug manuell abzuschalten. Tesla hat das Problem bestätigt. Und es ist ernst. Der Schuldige, ein Konstruktionsfehler, der so einfach ist, dass er kaum zu glauben ist. Die Abdeckung des Pedals konnte sich bei starker Beschleunigung verschieben und sich unter der Verkleidung verkeilen. Kein Softwarefehler, ein mechanisches Versagen. Eines, das irgendwie durch die Qualitätskontrollen von Tesla durchgerutscht ist. Es sind nicht nur ein paar Fahrzeuge betroffen. Es betrifft jeden Cybertruck, der bisher ausgeliefert wurde, fast 4000 Stück. Und Tesla geht kein Risiko ein. Das Unternehmen hat alle Auslieferungen gestoppt, die Besitzer aufgefordert, nicht zu fahren und individuelle Inspektionen für jeden einzelnen LKW eingeleitet. Aber der Clou, ein Insider hat gerade enthüllt, dass Tesla das Material des Pedals schon Wochen vor der Markteinführung geändert hat, um Gewicht zu sparen und die Kosten zu senken. Schlimmer noch, das Update könnte Sicherheitstests übersprungen haben, um Elon Musks Termin einzuhalten. Jetzt steht das Unternehmen nicht nur vor einem Rückruf, sondern vor einer Glaubwürdigkeitskrise. Denn ganz gleich, wie intelligent ihre Software ist. Ein klemmendes Gaspedal ist die Art von Fehler, die das Vertrauen über Nacht zerstören kann. Wie konnte das passieren? Und könnte das ein Wendepunkt für Tesla sein? Wir gehen der Frage nach, was genau passiert ist und was das für die Zukunft des Cybertrucks bedeutet. Giga Texas wird still. Die Rückrufaktion hatte sofort Auswirkungen auf die Tesla-Fabrik. Das Unternehmen stellte die Produktion in seinem Werk in Giga Texas, dem einzigen Werk, das den Cybertruck herstellt, vollständig ein. Die Arbeiter am Band wurden angewiesen, alle mit dem Cybertruck zusammenhängenden Arbeiten einzustellen. Montagelinien, die gerade erst hochgefahren worden waren, wurden sofort stillgelegt. Ingenieure und Techniker wurden von anderen Aufgaben abgezogen, um sich auf die Suche nach einer Lösung zu konzentrieren. Bereits gebaute, aber noch nicht ausgelieferte Fahrzeuge wurden zur Inspektion in einen Wartebereich gebracht. Nichts zieht aus und es wird nichts Neues geschaffen. Dies ist eine große Veränderung. Tesla wollte bis Ende des Jahres etwa 5000 Cybertrucks pro Woche produzieren. Dieses Ziel ist jetzt unmöglich. Die Neukonstruktion, die zur Behebung des Pedalproblems erforderlich ist, muss getestet, erneut genehmigt und installiert werden. Das kann Wochen oder sogar Monate dauern, je nach den Rückmeldungen der Behörden. Der Stillstand ist nicht nur technisch, sondern auch logistisch ein Albtraum. Tail, die für den Versand vorgesehen waren, sitzen nun im Lager fest. Lieferpartner halten Bestände ohne Lieferfenster vor. Das interne Betriebsteam von Tesla bemüht sich, die Lieferungen, die Lagerung und die Planung in der Fabrikhalle neu zu organisieren, um unnötige Kosten zu vermeiden. Auch die Belegschaft bekommt die Auswirkungen zu spüren. Tesla hat zwar keine Entlassungen angekündigt, aber es kommt bereits zu vorübergehenden Versetzungen. Arbeiter, die speziell für die Cybertruck-Produktion ausgebildet wurden, haben jetzt wenig zu tun. Einige wurden an die Produktionslinien des Modells Y in derselben Anlage versetzt, aber der Rest steckt in der Schwebe. Intern wächst die Sorge, dass je länger der Stillstand andauert, desto mehr Beschäftigte entlassen werden könnten. Tesla hat versucht, diese Unterbrechung als kurzfristige Korrektur darzustellen.
Aber Branchenanalysten sind skeptisch. Dies ist ein schwerer Schlag für den Zeitplan des Unternehmens. Vor allem für ein Fahrzeug, das bereits 3 Jahre im Rückstand war. Es gibt auch Konkurrenten wie Rivian und Ford eine Chance, frustrierte Käufer anzulocken, die nicht mehr darauf vertrauen, dass der Cybertruck liefert. Neue Storyline. Internen Planungsdokumente, die aus Giga, Texas, durchgesickert sind, lassen eine weitere Überraschung vermuten. Tesla wollte noch in diesem Jahr eine Cybertruck-Sportversion mit Offroad-Funktionen und individuellem Tuning vorstellen. Diese Version ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Das Leck verrät, dass das Sportmodell als Herbstankündigung geplant war, um den Weihnachtsverkauf anzukurbeln. Mit dieser Rückrufaktion und dem Produktionsstopp ist dieser Plan offiziell vom Tisch. Das macht den Schaden noch größer. Tesla hat nicht nur einen LKW gebaut. Es war der Bau einer Cybertruck-Familie. Und nun ist das erste Modell zusammengebrochen, bevor die anderen überhaupt auf den Markt kommen konnten. Der Produktionsstopp ist nicht nur eine Werkspause. Es ist ein Neustart. Tesla muss das Vertrauen wiederherstellen, den LKW überarbeiten und seinen gesamten Zeitplan neu ausrichten, bevor es weitergeht. Das ist eine gewaltige Aufgabe für ein Unternehmen, das bereits mit der Produktion des Model Y und des Model 3 in vollem Umfang jongliert und sich gegen die wachsende EV-Konkurrenz wehrt. Die wahre Geschichte. Der Cybertruck sollte das Spiel verändern. Doch nun fragen sich viele, ob Tesla die Entwicklung nicht zu schnell vorangetrieben hat. Brancheninsider nennen einen klaren Grund. Druck. Angesichts des immer härter werdenden Wettbewerbs und Konkurrenten wie Rivian und Ford befand sich Elon Musk in einem Wettlauf. Ein Rennen, um die Investoren zu beeindrucken, die Schlagzeilen zu beherrschen und allen anderen voraus zu sein. Es ging nicht nur darum, einen tollen LKW zu bauen. Es ging darum, ein Statement abzugeben. Musk hatte den Cybertruck schon seit Jahren angepriesen. Doch als die Fristen immer kürzer wurden, wuchs der interne Druck. Führungskräfte und Ingenieure warnten, dass der LKW noch nicht fertig sei. Einige frühe Tester wiesen auf mechanische Pannen hin. Aber die Begeisterung für den Start war zu groß. Tesla hat trotzdem weitergemacht. Jetzt sehen wir die Kosten dieser Entscheidung. Das Problem mit dem Gaspedal ist nicht nur ein kleiner Konstruktionsfehler. Es ist ein großes Sicherheitsproblem. Und es war nicht das einzige, über das gesprochen wurde. Vor der Markteinführung gab es leises Gemurmel über das Lenksystem des Fahrzeugs, Softwarefehler und ein seltsames Fahrverhalten auf unebenen Straßen. Diese wurden nicht rechtzeitig ernst genommen. Für Tesla ist das nicht neu. Als das Model 3 auf den Markt kam, gab es ähnliche Bedenken. Probleme mit der Passform und der Verarbeitung. Produktionsprobleme und Softwarefehler. Damals gelang es Tesla, sich davon zu erholen. Aber dieses Mal ist es anders. Der Cybertruck sollte die Zukunft darstellen und nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Einige Branchenanalysten glauben jetzt, dass Tesla nicht nur überstürzt gehandelt hat. Sie ignorierten rote Fahnen. Einige Ex-Mitarbeiter berichteten den Medien sogar, dass die internen Testphasen verkürzt wurden. Qualitätskontrollen wurden übersprungen. Die endgültige Überarbeitung wurde verzögert. Warum? Um Lieferversprechen einzuhalten. Das ist keine Spekulation. Es kommt von Leuten, die dort gearbeitet haben. Ein weiteres übersehenes Detail ist, dass die Einführung des Cybertrucks mit wichtigen Finanzdaten übereinstimmte. Die Gewinne von Tesla für das 4. Quartal 2024 standen unmittelbar vor der Tür. Eine erfolgreiche Markteinführung könnte die Aktie beflügeln und das Vertrauen der Anleger stärken. Und das tat es auch. Kurzzeitig. Aber dieser kurzfristige Gewinn sieht jetzt wie ein langfristiges Problem aus. Und das wirft eine tiefere Frage auf. Wiederholt Tesla das gleiche riskante Muster? Immer und immer wieder. Der Wert von Tesla sinkt. Unmittelbar nach der Ankündigung des Rückrufs erlitt die Tesla-Aktie einen starken Einbruch. Die Aktien fielen innerhalb von nur 24 Stunden um fast 7%. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber für ein Unternehmen von Teslas Größe ist das ein Verlust von Milliarden an Marktwert. Die Anleger waren verängstigt. Nicht nur wegen des Rückrufs, sondern auch wegen dessen Bedeutung. Das Vertrauen in die Qualitätskontrolle von Tesla hat einen Rückschlag erlitten. Die Analysten an der Wall Street begannen, ihre Prognosen zu revidieren. Einige stuften die Aktie herab. Andere forderten eine vollständige Überprüfung von Teslas Produktionsmodell. Ein Unternehmen bezeichnete die Rückrufaktion sogar als strategisches Versagen. Hier geht es nicht nur um ein Modell, es geht um Vertrauen. Tesla hat sich mit Innovationen, aber auch mit kühnen Versprechungen einen Namen gemacht. Und wenn ein Produkt floppt,
Vor allem eines mit einem so großen Hype wie der Cybertruck. Nehmen die Anleger das zur Kenntnis. Die Botschaft ist jetzt klar. Innovation ohne Sicherheit funktioniert nicht. Und dann ist da noch das Schweigen von Elon Musk. Normalerweise meldet er sich schnell zu Wort, sei es auf Twitter oder in Presseerklärungen. Aber nachdem die Rückrufaktion bekannt wurde, hat Musk nicht viel gesagt. Dieses Schweigen sorgte für noch mehr Unbehagen. Aktionäre wollen Antworten. Kunden wollen Gewissheit. Stattdessen warf das Schweigen nur noch mehr Fragen auf. Hinter den Kulissen versucht Tesla, das Problem zu beheben. Die Ingenieure arbeiten an einer Umgestaltung der Pedale. Aber das braucht Zeit. Und jede Verzögerung wirkt sich auf die Auslieferungen, den Umsatz und die Marktwahrnehmung aus. Teslas gesamter Fahrplan für das Jahr 2025 könnte sich deshalb nun verschieben. Lassen Sie uns auch über Zahlen sprechen. Es werden etwa 3.878 Cybertrucks zurückgerufen. Das ist zwar kein riesiges Volumen, aber symbolisch gesehen ist es gewaltig. Dies war das am meisten gehypte Produkt, das Tesla seit Jahren auf den Markt gebracht hat. Und jetzt wird die erste Charge zurückgeschickt. Und es gibt noch eine andere Wendung. Die Konkurrenten schauen zu. Ford und Rivian lehnen sich nicht einfach zurück. Sie nutzen die Probleme von Tesla, um ihre eigenen Lkw noch stärker zu fördern. In der Werbung werden bereits Zuverlässigkeit und Sicherheit hervorgehoben und damit Teslas Schwachstelle direkt angesprochen. Unterdessen sind die Tesla-Fans gespalten. Einige bleiben Tesla treu und halten dies für eine vorübergehende Störung. Andere fühlen sich betrogen. Online-Foren sind überschwemmt mit Beiträgen von Besitzern, die Antworten fordern. Sogar die YouTube-Beiträge sind kritischer geworden. Die Autoren berichten über Lieferverzögerungen, Softwarefehler und Fahrprobleme in Echtzeit. Und hier ist eine neue Erkenntnis, die Sie nicht überall hören werden. Insider bei Tesla glauben, dass dies das Unternehmen dazu bringen könnte, die Art und Weise, wie es Fahrzeuge testet, zu überdenken. Seit Jahren verlässt sich Tesla in hohem Maße auf Tests unter realen Bedingungen durch die Kunden und lässt die Käufer im Grunde zu Testern werden. Aber jetzt ist die Gegenreaktion zu groß. Intern wird eine Rückkehr zu traditionellen Prüfmethoden diskutiert. Kurz gesagt, der Rückruf hat nicht nur die Aktie getroffen, sondern auch Teslas Marke. Hart. Intern E-Mails enthüllen, dass Tesla Warnungen ignoriert hat. Könnte dies zu Sammelklagen und großen Rechtsstreitigkeiten für das Unternehmen führen? Geheime E-Mails enthüllt. Interne E-Mails von Tesla sind durchgesickert und sie enthalten brisante Informationen. Die Ingenieure wussten schon Monate vor dem Rückruf von dem Pedalfehler des Cybertrucks. Es handelte sich nicht um vage Warnungen. Sie wiesen auf konkrete Probleme hin, bei denen das Gaspedal aufgrund von Konstruktionsmängeln und Materialinterferenzen klemmt. Trotzdem wurde die Produktion fortgesetzt. Aus den E-Mails geht hervor, dass mehrere Ingenieure erste Tests durchführten. Sie stellten fest, dass das Pedal unter Druck blockieren konnte, insbesondere in Kombination mit bestimmten Fußmatten. Einige schlugen sogar sofortige Abhilfemaßnahmen vor, wie das Hinzufügen eines mechanischen Stoppers oder eine Aktualisierung der Software. Berichten zufolge ignorierten die Führungskräfte jedoch die Warnungen, um eine Verzögerung der Markteinführung zu vermeiden. Die Tesla-Führung hatte nur ein Ziel: das Versprechen von Elon Musk zu erfüllen. Das bedeutete, den Zeitplan einzuhalten und alles zu vermeiden, was Investoren verunsichern oder die Auslieferung verzögern könnte. In einer E-Mail heißt es sogar, Verzögerung riskiert Anlegerpanik. Die Sicherheit trat in den Hintergrund. Dies ist mehr als eine technische Panne. Es handelt sich um einen Fall, in dem ein Unternehmen wissentlich einen Defekt vorantreibt. Rechtsexperten sehen darin einen möglichen Grund für Klagen, nicht nur von Kunden, sondern auch von Aktionären. Aufsichtsbehörden wie die National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, untersuchen bereits, ob Tesla gegen die Sicherheitsvorschriften des Bundes verstoßen hat. Aber jetzt kommt die eigentliche Wendung. Berichten zufolge bereiten sich Whistleblower innerhalb von Tesla darauf vor, sich zu melden. Eine Gruppe von Ingenieuren könnte aussagen, dass ihnen gesagt wurde, sie sollten schweigen oder die Probleme herunterspielen. Wenn das stimmt, könnte dies zu einer Anhörung vor dem Kongress führen und dem Ruf von Tesla langfristig schaden. Dies ist nicht das erste Mal, dass Tesla die Kurven überspringt. Ähnliche Muster sind bei früheren Markteinführungen aufgetreten, etwa bei den Bremsproblemen des Model 3 und den Abstürzen des Autopiloten. Doch dieses Mal gibt es den Beweis schwarz auf weiß: E-Mails, Dokumente und Testprotokolle. Wenn sie sich bestätigen, deuten sie auf eine Unternehmenskultur hin,
in der Geschwindigkeit und Hype wichtiger sind als Sicherheit und Integrität. Dies wirft größere Fragen zu Teslas Prioritäten auf. Bedeutet Innovation, dass man bei der Sicherheit Abstriche macht? Ist es das wert, ein Produkt schnell auf den Markt zu bringen, um die Investoren zufriedenzustellen, wenn dadurch die Kunden gefährdet werden? Musks Visionen waren schon immer kühn, aber in diesem Fall könnte sie eine Grenze überschreiten. Wenn diese E-Mails zu einer formellen Untersuchung führen, könnte dies einen gefährlichen Präzedenzfall für das Unternehmen schaffen. Verärgerte Eigentümer gehen an die Öffentlichkeit. Jetzt schlagen die Kunden zurück. Cybertruck-Besitzer haben die sozialen Medien mit Videos über ihre Lkw überschwemmt, die ohne Vorwarnung beschleunigen. Ein Clip zeigt einen Fahrer, der auf die Bremse tritt, aber der Lkw fährt weiter. Ein anderes Video zeigt jemanden, der die Notbremsfunktion benutzt, nur um langsamer zu werden. Das sind nicht nur Beschwerden. Das sind visuelle Beweise. Diese Käufer sind keine durchschnittlichen Autobesitzer. Sie sind Kunden der Oberklasse. Viele von ihnen haben mehr als $100.000 bezahlt. Sie erwarteten Spitzentechnologie und bekamen ein gefährliches Produkt. Die Wut ist echt. Einige fordern eine vollständige Rückerstattung. Andere wenden sich an Anwälte. Die Welle der Sammelklagen wird immer größer. Dutzende von Cybertruck-Besitzern organisieren sich jetzt online. Anwaltsteams bereiten bereits eine Klage vor, in der Tesla vorgeworfen wird, wissentlich unsichere Fahrzeuge verkauft zu haben. Wenn die internen E-Mails von Chapter 6 vor Gericht Bestand haben, könnte dies Tesla Hunderte von Millionen kosten. Sogar eingefleischte Fans posten jetzt Warnungen und Rückzahlungstipps. Es ist ein regelrechtes PR-Desaster. Und die Influencer, die den Cybertruck einst angepriesen haben, posten jetzt Videos, in denen sie ihn in die Tonne kloppen und erreichen damit Millionen von Aufrufen. Ein neuer Aspekt. Unabhängige EV-Werkstätten sehen erste Anzeichen für andere Designprobleme. Einige berichten von Problemen mit der Software-Synchronisation und der Drosselklappenkalibrierung, die über das Pedalproblem hinausgehen. Dies könnte bedeuten, dass tiefere Fehler existieren, die noch nicht öffentlich angesprochen wurden. Da Tesla nun im Rampenlicht steht, berichten immer mehr Kunden von ihren eigenen Erfahrungen. Sie weisen auf Probleme wie schlechte Ausrichtung und nicht funktionierende Bildschirme hin. Diese neuen Berichte häufen sich, und sie könnten zu einem noch größeren Rückruf führen. Das Schweigen von Tesla ist ohrenbetäubend. Kein Entschuldigungsvideo, kein Medieninterview, nur eine einfache Rückrufmeldung. Die Kunden fühlen sich im Stich gelassen. Und das schadet der Marke auf eine Weise, wie es ein technischer Defekt niemals könnte. Dieses Unternehmen war in der Vergangenheit für seine Transparenz bekannt. Aber jetzt hat man das Gefühl, dass sie etwas verheimlichen. Der Schaden ist bereits angerichtet. Das Vertrauen, einst Teslas größtes Kapital, steht nun auf dem Spiel. Wenn der Ruf einer Marke einen derartigen Schaden erleidet, dauert es Jahre, bis er sich wieder erholt. Wenn überhaupt. Das Unternehmen könnte sich wieder erholen. Aber dieser Vorfall hat eine Narbe hinterlassen, die vielleicht nie ganz verheilen wird. Aber hier ist etwas Interessantes. Einige Käufer sind immer noch loyal. Sie glauben an die Vision von Musk und halten an der Vorstellung fest, dass Tesla das Problem lösen kann. Diese gemischte Reaktion zeigt, wie sehr die Menschen in den Erfolg von Tesla investiert sind. Aber für viele andere ist dieser Vorfall der Knackpunkt. Hier geht es nicht nur um schlechte PR. Es geht darum, dass Tesla die Kontrolle über die Geschichte verliert. Die offizielle Antwort von Tesla nach dem Chaos, das durch den Cybertruck-Rückruf verursacht wurde, war die Reaktion von Tesla wenig überzeugend. Das Unternehmen kündigte an, den betroffenen Besitzern kostenlose Fehlerbehebungen und schnellere Software-Updates zur Verfügung zu stellen. Auf dem Papier klingt das nach einem guten Schritt. Aber hier ist der Haken. Der von Tesla angegebene Zeitrahmen war vage. Dies führte dazu, dass viele Kunden frustriert waren und nicht wussten, wann ihr Lkw repariert werden würde. Und seien wir doch mal ehrlich, die Leute, die diese Lkw gekauft haben, wollen nicht einfach nur repariert werden. Sie suchen nach Antworten. Schnell. Elon Musk, der sich normalerweise in den sozialen Medien zu Wort meldet, hat sich zu dieser Rückrufaktion auffallend ruhig verhalten. Keine Tweets, keine beruhigenden Posts, einfach nichts. Das hat bei Kunden und Kritikern noch mehr Frustration ausgelöst. Sie fragen sich, warum der CEO, der schon immer sehr offen war, die Krise nicht direkt angesprochen hat. Einige glauben sogar, dass sein Schweigen darauf hindeutet, dass Tesla sich im Modus der Schadensbegrenzung befindet. Wir versuchen herauszufinden, wie wir die Situation in den Griff bekommen, ohne sie zu verschlimmern.
Normalerweise reagiert Tesla auf Probleme mit schnellen, technikgestützten Lösungen. Doch dieses Mal scheint die Reaktion des Unternehmens hinterher zu hinken. Das Software-Update, mit dem das Pedalproblem behoben werden sollte, dauert länger als erwartet. Die Kunden haben das Gefühl, dass das Unternehmen sich abmüht. Es scheint fast so, als ob Tesla, das sich rühmt, auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, nun Schwierigkeiten hat, mit genau den Problemen Schritt zu halten, für deren schnelle Lösung es bekannt ist. Kritiker weisen auch darauf hin, dass das Problem nicht nur in der Fehlfunktion des Pedals liegt. Es ist die Art und Weise, wie Tesla die Situation von Anfang an gehandhabt hat. Hätte das Unternehmen das Problem früher offengelegt, hätte es den öffentlichen Aufschrei vielleicht verhindern können. Stattdessen scheint Tesla die Schwere des Problems erst erkannt zu haben, als es bereits zu spät war. Die Kunden haben das Gefühl, dass sie im Dunkeln gelassen werden und auf eine Lösung warten, die sich immer wieder verzögert. Der Ruf von Tesla beruhte schon immer auf Innovation und Kundentreue. Aber diese Krise hat diese beiden Säulen erschüttert. Wenn eine Marke, die für Spitzentechnologie steht, nicht schnell genug reagiert, hat das ihrer Glaubwürdigkeit geschadet. Wenn Kunden, die viel Geld für ein Produkt bezahlt haben, ohne eine klare Lösung warten müssen, ist das ein Rezept für eine Katastrophe. Der Schaden für die Marke Tesla könnte, wenn nicht richtig gehandelt wird, nachhaltige Auswirkungen haben. Die Zukunft des Cybertrucks auf Eis gelegt, während Tesla sich bemüht, die Cybertruck-Krise zu lösen, steht die Zukunft dieses einst revolutionären Fahrzeugs auf der Kippe. Alle Auslieferungen wurden auf unbestimmte Zeit gestoppt, sodass Tausende von eifrigen Käufern in der Schwebe hängen. Ihre Aufregung verwandelt sich langsam in Frustration. Im Zentrum des Sturms ein fehlerhaftes Gaspedal und einige kritische interne Systeme, die nun von Grund auf neu entwickelt werden müssen. Dieser Prozess wird voraussichtlich Monate dauern. Rivian, Ford und sogar ältere Autohersteller beobachten dies genau und handeln schnell. Fords F-150 Lightning, der bereits auf der Straße unterwegs ist, könnte einen Nachfrageschub von Tesla-Kunden erfahren, die nach einem Plan B suchen. Rivian, das noch in den Kinderschuhen steckt, könnte ebenfalls an Zugkraft gewinnen, wenn sich die Käufer für Elektro-Lkw entscheiden, die tatsächlich einsatzbereit sind. Und obwohl dies nicht Teslas erste Herausforderung für die Produktion ist, auch das Model 3 hatte anfangs Schwierigkeiten, fühlt sich die Cybertruck-Situation anders an. Denn jetzt ist die Konkurrenz härter, die Erwartungen sind höher und die Öffentlichkeit beobachtet jeden Schritt. Wenn Tesla sich nicht schnell erholt, läuft das Unternehmen Gefahr, seine Position auf dem Markt für Elektro-Lkw ganz zu verlieren. Eine neue Frage taucht auf. Wird Tesla die Verzögerungen durchziehen oder sich auf etwas ganz anderes konzentrieren? Das Unternehmen hat schon in der Vergangenheit mutige Schritte unternommen, aber dieses Mal steht noch mehr auf dem Spiel. Die Reaktion des Marktes wird entscheidend dafür sein, ob Tesla der König der Elektroautos bleibt oder ob hungrige Newcomer den Thron erobern werden. Die Produktionsunterbrechung könnte sich auf das Ergebnis von Tesla auswirken. Die Anleger werden sicherlich genau beobachten, wie schnell sich Tesla davon erholen kann. Wenn das Unternehmen nicht schnell handelt, um das Problem zu beheben und die Auslieferungen wieder aufzunehmen, könnte es zu einem Einbruch der Aktien kommen und damit auch eine Veränderung der Wahrnehmung der Marke in der Welt. Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Tesla hat nach wie vor eine treue Fangemeinde, Anhänger, die an die Mission, die Innovation und die Zukunft glauben. Die eigentliche Frage ist, bleiben sie lange genug dabei, damit Tesla die Dinge wieder in Ordnung bringen kann? Oder werden sie sich anderweitig umsehen? Eines ist sicher, die einst sichere Zukunft des Cybertrucks ist jetzt in der Schwebe. Und das ist das eigentliche Problem. Es geht nicht nur um ein klemmendes Pedal, es geht um Vertrauen. Tesla hat nicht nur Autos gebaut, sondern auch ein Image aufgebaut. Eine Marke, die für das Überschreiten von Grenzen und das Neuschreiben von Regeln steht. Der Cybertruck sollte der Höhepunkt dieser Vision sein, ein kühner Sprung in die Zukunft. Aber jetzt, mit diesem massiven Rückruf, beginnen die Kunden das in Frage zu stellen, was Tesla am meisten braucht: Zuverlässigkeit. Die Sicherheitsbedenken sind real. Und Teslas Ruf als Geheimnisträger ist nicht gerade hilfreich. Jedes Unternehmen hat Probleme, das ist nicht ungewöhnlich. Aber wenn eine Marke die Schwere dieser Probleme herunterspielt oder die Öffentlichkeit im Dunkeln lässt, verliert sie nicht nur ihr Gesicht, sondern riskiert, alles zu verlieren. Und im Moment steht Tesla auf wackeligem Boden. Nach Jahren des Aufbaus einer treuen Fangemeinde, die die Marke um jeden Preis verteidigen würde,
zeigen sich allmählich Risse. Die Leute haben das Gefühl, dass sie nicht die ganze Geschichte mitbekommen. Und wenn die Transparenz nachlässt, schwindet auch die Loyalität. Die Frage lautet also nicht mehr, was ist schiefgelaufen, sondern, kann Tesla das wieder gut machen? Jahrelang hat Tesla mit kühnen Versprechungen und bahnbrechenden Innovationen Erfolg gehabt. Aber dieses Fundament beginnt zu wackeln. Wie lange werden die Fans noch zusehen? Wenn immer wieder Sicherheitsbedenken auftauchen und wenn sich das Unternehmen weiterhin vor der Verantwortung drückt. Wenn Tesla wieder auf die Beine kommen will, braucht es mehr als auffällige Funktionen und clevere Tweets. Es sind echte, sichtbare Maßnahmen erforderlich. Um zu überleben, muss Tesla beweisen, dass es Fahrzeuge bauen kann, die nicht nur innovativ, sondern auch sicher, zuverlässig und bis ins Detail getestet sind. Das beginnt mit Transparenz, klare Kommunikation, schnelle, effektive Lösungen. Die Kunden wollen sich nicht wie Beta-Tester in einem milliardenschweren Experiment fühlen. Sie wollen respektiert und geschützt werden. Und sie wollen gehört werden. Tesla sieht sich nun einer zunehmenden Kontrolle durch die Behörden ausgesetzt. Die NHTSA und andere Aufsichtsbehörden schauen genauer hin. Und dabei geht es nicht mehr nur um den Cybertruck. Wenn Whistleblower mit belastendem internem Wissen an die Öffentlichkeit treten, könnte Tesla mit formellen Untersuchungen konfrontiert werden. Und wenn diese Untersuchungen Fahrlässigkeit aufdecken, könnten die Folgen enorm sein und von massiven Geldstrafen über Produktionsbeschränkungen bis hin zu obligatorischen Rückrufen bei anderen Modellen reichen. Es wird nicht bei dem Cybertruck bleiben. Das Model 3, das Model S und andere könnten wieder ins Rampenlicht gerückt werden. Die Risiken? Geldstrafen, die Teslas Finanzen belasten, Produktionsverlangsamung, die der Konkurrenz die Oberhand gibt. Aktienkurse fallen mit dem Vertrauen der Anleger. Und, vielleicht am gefährlichsten, eine Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung. Sobald die Verbraucher zu hinterfragen beginnen, ob Tesla die Sicherheit über die Geschwindigkeit stellt, verliert die Marke ihre stärkste Waffe, Vertrauen. Der Cybertruck war einst eine kulturelle Sternstunde. Ein kühnes, atemberaubendes Ungetüm aus Edelstahl, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt. Aber heute ist er ein Meme, eine Pointe, ein abschreckendes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Unternehmen seine Größe überstürzt. Das Pedalproblem war der Funke, aber die eigentliche Explosion kam dadurch zustande, wie schnell Teslas Image zusammenbrach. Und um es klar zu sagen, das Problem ist nicht nur mechanisch, es ist emotionaler Natur. Es geht um Vertrauen, Reputation und Verantwortlichkeit. Dies ist Teslas Moment der Wahrheit. Ja, das Unternehmen hat sich schon einmal erholt, aber diese Krise fühlt sich anders an. Die Konkurrenz ist stärker, die Fans sind skeptischer und der Spielraum für Fehler ist praktisch null. Wenn Tesla die Tragweite dieses Moments ignoriert, riskiert das Unternehmen einen langen, steilen Aufstieg, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Aber wenn sie dies ernst nimmt, wenn sie mit Bescheidenheit, Aktion und Veränderung vorangeht, könnte dies der Beginn einer reiferen, widerstandsfähigeren Ära sein. Innovation ist aufregend, aber Verantwortung, das ist es, was ein Vermächtnis ausmacht. Die nächsten Schritte von Tesla werden lauter sprechen als jede Keynote oder clevere Marketingkampagne. Dies könnte das Ende des goldenen Zeitalters von Tesla sein oder der Beginn von etwas noch Besserem. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, aber die Welt schaut zu. Danke, dass Sie bei uns geblieben sind. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, sollten Sie es mögen, teilen und abonnieren. Und verpassen Sie nicht die nächste Geschichte, sie wartet schon auf Ihrem Bildschirm.